Alright guys, today we're going to be reacting to Sylt Typical mussels, oysters, and mackerel from the North Sea, Iceland. This is another one of those videos about German good food. I'm a fan of oysters, and actually oysters are very good for the testosterone. You guys just make sure you don't eat them a lot, right? Because they have a lot of plastic in it, but you can eat a couple of them. Not all the time, but it is good. It is good. I don't know if the mussels over there in Germany have a lot of plastic, but in the United States they are. We're gonna jump in. This is a 26-minute video, so we're gonna just get this through. Make sure you like to subscribe. Go to the Discord, and just put there's a recommendation for reaction videos. Go there and just be part of the family. Meantime, guys, let's jump in. Ooh, what's that? Music? Nope. Nope. There you go. Sylt, Germany. No, South Germany. Sylt. Oh, that's beautiful. In the north of Germany, directly on the border with Denmark, is the island of Sylt. Sylt. The almost 40-kilometer-long sand beach of Weststrand is the workplace of lifeguard Lars Lunk. Das ist total schön hier. Oft bin ich eine halbe Stunde früher auf dem Weg zum Dienst, einfach um das auch für mich alleine zu haben. His wife Maren is baking apple dough balls with their grandson Pietje. Das ist die Apfelform, die da nachher rauskommt. Da ist gar kein Apfel drin. Ja, meine Oma hat immer gesagt, es sieht eigentlich aus wie ein Pferdeapfel. Ja, schmeckt aber viel besser, ne? The Sylt mussels, mackerel, and local oyster are all typical for this North Sea island. Shortly before 7 a.m. and the beach in the municipality of Kampen. That's crazy how you see a lot of those little camping thingies, right? All over in Germany. Is empty. Lars and his colleague Mohammed El Ghazi are both members of a lifeguard team. Before their shifts begin, they're making a brief trip out onto the waves. Ja, es ist jetzt noch ein bisschen früh, also eigentlich Juli, August ist Hauptmakrelenzeit auf Sylt, vor Sylt. Aber wir haben ja schon mal letzte Woche schon mal getestet, wir haben schön ein paar Fische gefangen und freuen uns jetzt wirklich, dass das rund geht. Even when no wind is blowing, the North Sea always has some swell. A small challenge for Lars and Mohammed before they get to the open sea. Mackerel are schooling fish, and they also live in this coastal region. They're a member of the tuna family, a popular catch for the local anglers. Also ich wäre soweit, meinetwegen können die Fische kommen, Mohammed. Jo. Ja, durch das Herauf- und Runterlassen des Paternosters soll das ja so ein bisschen die Bewegung der Heringe nachahmen, dass der Jagdinstinkt der Makrele sozusagen geweckt wird. Makrelen sind ja Jäger, aber momentan ärgern sie uns so ein bisschen. Ich glaube, wir müssen rechts und Norden lassen. Also ein bisschen ist Glückssache, Erfahrung, dass man sich ein bisschen an die Gezeiten hält, wie die Schwärme wieder unter Land kommen, wie sie rausgehen. Moin Jürgen! Habt ihr alle Fische vertrieben oder was? Ja. Hier war noch nichts Tolles oder was? 120! You had to have a good time with some folks. Letztlich sind sie, guck mal hier wollt ihr raus. Ooh, let's go. Let's go. Yep. Look at that. Mohammed, angelst du eigentlich noch mit oder möchtest du dich heute nur sonnen? Ich guck mal. Hier geht's weiter. Okay, komm. Wild dunes and endless sandy beaches, as well as being a trendy celebrity island, Sylt has no shortage of nature. The typical architectural style is thatch-roofed houses. Wow. In early summer, the Sylt rose can be seen blooming all over the island. That's beautiful.
Maren Lunk is preparing a sour marinade. Wow. Onions, That's a nice bay picture, leaves, right? and sugar go into it. Sugar. Okay. Lieber ein bisschen weniger Zucker. And water, a splash of vinegar, and spices. Maren puts the stock on to boil. She's the real deal, man. She's mixing stuff up, man. Das Shout out to her. Rezept kommt von meiner Oma aus Hörnum. Ja, und seitdem mache ich das dann auch. That's a lot of sugar. Noch Zitrone. Durch den Essig und die Zitrone ist es nachher tatsächlich so, dass die Gräten weich Really? werden. Fish, und the man eigentlich stuff alles in vom the Fisch fish essen kann, bones? bis auf die Really? Hauptgräte. Und der hält besser. Den kann man eine Woche gut im Kühlschrank lassen. Man, there's something I have to say. There's something that goes well with fish always is onion. Onion goes so well with fish. Hallo? In seafood. Hey. Na und? Wir haben ein paar Fische mitgebracht. Ein paar Makrelen. Ich habe schon mal gedacht, ich setze den Sud schon mal auf. Das ist gut. Ne? Nein, sehr schön. Oh, sieht gut aus. Before the mackerel are placed in the cooled marinade, Lars turns them in flour and fries them thoroughly. Weather permitting, this is done in the backyard to stop the entire house from smelling of fish. Wow, interesting. Nee, die müssen noch ein bisschen Farbe kriegen. Ist ja Sommer, ne? Dann können die nicht so blass bleiben. Oh, that's a good Lars color. fries them until they're golden brown. Yep. Mohammed has long been a friend of the family. He and Maren are preparing the mackerel using a recipe from his North African homeland of Morocco. Morocco. Das sind doch die Gewürze, die du jetzt aus Marokko mitgebracht hast, Ja, ne? richtig. Was ist denn da drin? Weißt du das? So, wir haben Olivenöl, Kumin, roter Paprika, Okay. Kurkuma, Limette, Knoblauch und Petersilie. Und von wem hast du das Rezept? Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Das ist so ein Sommerrezept. Aber gibt es überhaupt in Marokko Makrelen? Ja, gibt ganz viele Makrelen. Marokko ist im Atlantik. Also Ja. wir haben mehr Makrelen als Sylt. Okay. Oh, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und Aber magst ich du mag die? gerne marokkanische Art. Ja, ich bin so mit dem Geschmack aufgewachsen. Also beim Kindergarten läuft auf dich auf der Straße und so ein Restaurant, jedes Haus Bratenmakrelen so zum Mittag und so und dann alle Leute. That's interesting, yeah. Ja, ich will Makrelen essen. Huh. There you go. Mohammed first turns the mackerel in the seasoning mixture, then in the flour, and then they are fried. Machst du erst Bauchseite oder? Man, fish over here is okay. so expensive, man, where I live. So expensive. Man, I used to live in New York City. One of the good things that they have over there is fish market is very good. You can find fish everywhere. Everywhere. It was so cheap. Here it's very expensive. Lars, bringst du einen Teller, wo wir die Makrelen gleich drauflegen können? Danke. So, den Teller haben. Der sieht gut aus, aber ich muss jetzt gleich los. Tschüss. Bis heute Abend. Sollen wir eine What the probieren? hell? Natürlich. Danke. Oh, geil. Das schmeckt wie Mauro. Lecker. Wie Sommer. Work starts at 10 o'clock for the lifeguards. In the summer, they're on the beach 7 days a week. The small station is their protection against wind and weather. Mohammed lives on Sylt for 3 months in the summer season to earn a little extra money. The rest of the year, he runs a small surf school near Agadir. We are all in the same Das Schöne place. ist ja, dass das Wasser sowieso ja jeden Tag gleich warm ist eigentlich. Also wenn das Wasser erstmal eine Temperatur erreicht hat, kannst du jeden Tag das Wasser genießen. Und gerade wenn es draußen kälter ist, dann wirkt das Wasser noch mal wärmer. Also zum Baden macht das richtig Spaß bei den Bedingungen. Man, those waters are Lars are was tough. born on Sylt. His father had a painting business. On a holiday island, the job of beach supervisor and lifeguard is as secure as any trade person.
bei solchen Tagen, da wissen die Leute eigentlich schon, dass es gefährlich ist, kommen zu uns ins Badefeld und baden quasi nach Vorschrift. Also gefährlich wird es an Tagen, das Wetter ist schön, wirklich eine kleine Dünung da. Viele erkennen nicht, wann und wo Strömungen entstehen. Ne? Also hier haben wir oft eine Rippströmung, eine Treckerströmung, die durch die Sandbänke entstehen, durch die Buhnen entstehen. Und das können viele an der Oberfläche vom Wasser nicht erkennen und begeben sich so in Gefahr. Look at this water. Wow, that's dangerous, man. Maren is going shopping. In the evening, she will be cooking a roast with Sylt Galloway You know what's beef. crazy? The Galloway And I see this in a are lot of these videos. It's just how these Europeans, they always driving the bike, and that is so nice. You know, even though she looks a little heavy, but she's in good shape because she's using the bike. She's burning calories. robust Scottish Highland cattle that are well able to tolerate the island's stormy weather. At the slaughterhouse, Look at that. she Oh. picks up 1.5 kilos of the regional meat. It's not cheap, but she likes to know where the meat's coming from. Yep. Then Maren cycles over to the island's last remaining dairy farm. Moin. Na? Na? Kommst du wieder auf Milchtour? Ja. Wie ist das von? 4. Hier. Okay. Oh, that's nice, man. Frisch von der Kuh. Gruß von da. Oh, wie schön. Ah, ist doch schön, wenn die Makrelen wieder laufen. Ja. Danke. Sehen uns. Sylter Luft, in Sylter Tüte oder auf dem Feld. Was will man mehr? That's nice, man. Once a week, Maren looks after her grandson Pietje. Und jetzt machst du so viel Mehl da rein, bis Oma Stopp sagt, okay? Ganz viel. Noch viel mehr. Together, they're baking apple dough balls. The small donuts are made with flour, milk, sugar, yeast, and egg. 5. Willst du nicht? Soll Oma machen? Gut. Maren carefully mixes the batter and allows it to rise a little. The batter is baked in the dough ball skillet. Apples are also for horses. So. Apfelkuchen. The apple dough balls are filled with jam. Ooh, Maren my uses God. plum jam and tops off the small cakes with Wow. fresh batter. Oh my God. Das ist die Apfelform, die da nachher rauskommt. Da ist gar kein Apfel drin. Ja, meine Oma hat immer gesagt, es sieht eigentlich aus wie ein Pferdeapfel. Ja, schmeckt aber viel besser, ne? Finally, they're sprinkled with a little icing sugar. Okay, let's At see the what he has. beach, a shipment of wicker chairs has just arrived. Das sind die schönen, frischen, neuen Körbe, die sollen ran an den Strand. Hier machen alle alles. Ne? Alle helfen allen. Viele Hände, schnelles Ende sozusagen. Ne? Yeah, that's true. That's true. That's true. I agree. For the lifeguards, helping with the unloading is just another of their many duties. That's a lot of those, man. These little chairs are so convenient. I don't know why we don't have these in the United States. Above all else, the holidaymakers should be Make comfortable total sense. and content. Look at that. Ja, die Gäste, die wollen ja teilweise erste Reihe oder oberste Reihe und ja, versuchen alles möglich zu machen. Yeah, make it comfortable for everybody. Yeah. Jetzt kannst du die abpflücken. Guck. Super, hier rein. Oder im Mund. Du Oh, that's the darfst die strawberries. essen. Oh, those are Und nice. ab im Mund. The small garden is not just a playground for Pietje, but is also where Maren grows her fruits and vegetables. Wir Ja, finden man, es look at wichtig, that. gerade für die Kinder, dass sie mitkriegen. You know how dass much money you're Kohlrabi- saving with that? You know how much money you're saving? Huh. You're saving thousands of dollars a year, man. If you have your own garden, which we're thinking about, me and my family, just to save up, especially when it comes down to onions and strawberries and fruits and stuff like that, you save thousands of dollars.
Die nicht beim Supermarkt irgendwie eingepackt liegt, sondern dass es auch mit Arbeit zu tun hat. Und es bringt Spaß. Her garden-grown turnip cabbage will be a side dish for the Sylt Galloway beef. Maren spreads mustard on the beef and seasons it with rosemary. Wow. Then she sears the meat in the stewing pan to close the pores. Wow. One more dousing with garlic and oil, and then into the oven for 2 hours at a medium temperature. Bravo. Since the cabbage. To go with the meat, there's fresh turnip cabbage, which is stoved. Stoving is a Frisian technique whereby the ingredients are cooked in milk. Oh. Maren then adds some homemade frozen broth. Ooh. Also das ist komplett Heimat. Das Nordische ist eigentlich, dass das jetzt in Milch gekocht wird, mit Brühe. Das kennt auch nicht wirklich jeder. Also in Milch gekocht, Kohlrabi oder überhaupt auch Bohnen und sowas ist gestuft. The turnip cabbage and roast beef are ready. The whole family regularly enjoys dinner together in Lars and Maren's kitchen. The 2 daughters with a friend and boyfriend, grandson Pietje, and Lars' brother who lives next door. Ah. Maren and Lars are heading out to the mudflats to collect oysters. There we go, folks. On Sylt, they're usually only available at the oyster farm, but those are more expensive. Yeah, you have to go. Every my inhabitant my is father-in-law, he likes to just grab oysters and mussels. He liked to just grab himself to the boat and start just chipping left and right, and he can grab like dozens and dozens of dozens of mussels. He's very good at it. How to take home 1 bucket of wild oysters every day. Lars sammelt, ich putz. Look at that, that's like a nice Schön one. putzen, Ja, ne? Dass wir den, wenn du die aufmachst, den Sand nicht mit reindrückst. Sonst knirscht es beim Essen. auch schöne Größe, ne? Schmeckt auch Wunderbar. am besten so. Klein sind am feinsten. Ja. Look at that. Wir fahren ab und zu, also mit unserem Wohnmobil, dann gerne mal hier auf dem Ellenbogen einfach mal einen Tag Pause machen. Das ist Urlaub für uns. Wenn das nur eine Nacht ist, das ist schon ganz schön. Und dann geht man natürlich ein bisschen auch spazieren. Gerade Wattenmeer finde ich sehr, sehr schön. Das ist mal so ein bisschen Peeling für die Füße. Hier bist du hörst ja kein Auto fahren, du hörst keine Musik. Das ist einfach, also wenn jetzt der Wind nicht wäre, würdest du richtig, dann das Watt lebt. Really Also interesting. du hast diese ganzen Vögel, was hier los ist hier, wenn man hier morgens früh mal ist ein wirkliches Spektakel. Even him, he's amazed by that, huh? It's the next morning. Lars and Maren are preparing a brunch. Lars has also bought some Sylt mussels from a local fisherman. These are cultivated on a large scale in the south of the island. Läuft. Schön Muscheln mit Speck und Zwiebeln oder einfach zum Rührei dazu. Wenn es gut gemacht ist, kann ich sie jeden Tag essen. He loved this food. The He loves mussels the are food though. cooked on a vegetable He bed liked of the carrots, seafood, man. leeks and parsley. He's a fan This of it. helps to refine the flavor. Ohne Wein keine Muscheln. Nicht ins Glas, sondern in den Topf. Ja, der Kochwein fehlt, ne? Ja, gut. Muscheln können kommen. Look at that. Es ist ganz normales Gartengemüse und wichtig ist auch, dass der Wein da reinkommt. Klassischer Ansatz. Ganz klassischer Sozusagen die Muschelansatz. Grundgeschichte für alles Leckere. During cooking, the mussels gradually Open open up, up until they're ready for eating. Lars has relocated to the garden with his grandson Pietje. He's marinated some smoked salmon in orange juice and vanilla pods. The salmon is being made into tartar sauce. Einfach so Kleinigkeiten, besondere Sachen, ein bisschen was Abgefahrenes, einfach, dass auch fürs Auge mal was dabei ist. Das macht mir einfach Spaß. The marinated salmon is joined by shrimps from the region.
This is the classic Sylt those style. shrimps. You see how those shrimps look? Is that avocado? Lars also mixes in some exotic ingredients, including avocado Gazpacho. and mango. It's Mango? his own creation. What the hell? Look, that's beautiful. Ich fahre gerne weg, aber sag mir, der richtige Sylter kriegt schon auf dem Hindenburg da am Heimweh und ohne Sylt könnte ich gar nicht. Für mich ist Sylt Freiheit, das ist ja, mein Hey, Zuhause. shout out to the guy, man. He's doing When it right. finished, the mixture is spooned into a small pot. Finally, the ingredients are pressed together to make a salmon tower. Das sieht nachher schicki aus. Press it. Yep. Alles richtig gemacht. Man. I miss this, man. It's a family eating all together, man. This is the best thing ever when it comes down to these videos. Just seeing the family environment. Look at that. Everybody in the A family. Sylt brunch is likely to include numerous regional fish dishes. Lars has invented something for the oysters that he gathered. Oh, that's Here, oh, the that's still good. oysters That's are the not eels, slurped right? down raw, but are grilled with spinach and cheese. Ooh, spinach. Man macht das ja nicht jeden Tag. Weil ja eine dann auf dem Festland ist und beruflich sind die anderen eingespannt und so. Aber wir versuchen doch schon regelmäßig, dass alle zusammenkommen und dass wir den Gas geben können. Important. Das sieht aber gut aus. Until the grilled oysters are ready, there's salmon tartare and the pickled mackerel. Sehr schön. So soll das sein. Einer muss auch schön die Muscheln probieren, ob die lecker geworden sind. Lachs-Tatar geht ohne Prügel runter? Also wir waren... Sehr lecker. Ja, gut. Ja, also, probieren, sag ich nur. Probieren. Hast rein. Wer hat Bock auf gratinierte Auster? On the mudflat side of the island is a popular destination, the so-called bird bunk. Bird bunk. Maren's father works here, bringing tourists a few days a week. The bird bunk was constructed in the 18th century as a duck shooting hide to help feed the many destitute inhabitants of the island. Wofür war der Teich damals? Der Teich wurde angelegt, um Enten einzufangen. Und dann saßen auf dem Teich Lockenten. Da sind die immer hinterher geschwommen, die Wildenten. The bird bunk is one of the few forested areas on the island. Schöne It's Aussicht. situated on the mainland side, adjacent to the mudflats. Look at that. Maren's father Johannes moved to the island 50 years ago. Als ich herkam, da gab es noch die Leute, Udo Jürgens, Gunter Sachs oder andere Prominente, die waren hier. Und es war immer so, und es ist heute noch zum großen Teil so, dass die Sylter die Leute erkennen und sagen einfach Moin und gehen an ihm vorbei. Ich glaube, die Sylter, die hier länger wohnen, die wollen sich lieber entspannt an den Strand setzen und so eine Aussicht wie hier genießen, mit der Familie zusammen kochen und ihr eigenes Ding durchziehen. Und ich glaube, das ist das, was uns glücklich macht, ne? Genau. Just next door, Lars is visiting his sister-in-law Tina. Oh man. Together, look at the they're house, baking man. a Sylter pie. Very humble house, man. Ah, man, I'm getting emotional here. So, Kleine Backschule. kleine Backschule. Genau, dann fangen wir mal an. Dann kannst du mal das Mehl He's learning to abbiegen, das bake, brauchen wir okay. als erstes. Das ist ungefähr die Hälfte der Packung. Das reicht nicht, wir wollen Kuchen backen lassen. 250 Gramm Butter, die musst du vorher ein bisschen klein schneiden. Wie viel ist es denn jetzt hier? Da die ganze Packung Die ganze rein. Packung? Musst du Na gut, dann ist es doch nicht mehr so der DE-Kuchen hier ein ganzes Paket Butter rein. Ich finde, beim Kochen ist mehr Emotion oder mehr Freiraum. Beim Backen, da muss man sich schon so ein bisschen mehr an die Vorgaben halten. Also wenn ich irgendwo was zu viel oder zu wenig nehme, kann, glaube ich, das eine oder andere schief gehen. Very Kann humble. gut passieren, ja. The Sylt Very humble. He's recognizing that there's some restriction when it comes down to the baking, which is true. I'll have to agree with him, because if you want to make a nice bread, there's some recipes made for that in itself. So he's doing a very good job. pie is a short crust pastry made from wheat flour, butter, eggs and sugar. The ingredients are first mixed and then kneaded.
Tina trains regularly together with the lifeguards. As per tradition, everyone on the island of Sylt is welcome to participate. Das ist ja ein Knetteig und kein Rührteig. Ja, wie ist es mit Schwimmen heute Abend? Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Na, wir schwimmen am Strand. Was? Soll doch ganz schön wellig werden, oder? Ja, ich glaube, es kann ein bisschen Bewegung geben. Ich weiß nicht, dann ist das, glaube ich, nichts für mich. So, ich finde, jetzt kannst du auch noch mal ein bisschen, that's the dass dough. das schön Yep. zusammenbleibt. Ja. Ist eine anstrengende Nummer. Ja, guck mal. Wie machen wir es, dass er jetzt nicht auseinanderbricht? Stückeln wir einfach nachher. Und dann klappt sich der Rand so ein bisschen hoch. Okay. The finished short crust pastry is topped with a thick 1 to 2 centimeter high layer of plum jam. Tina boiled up the jam earlier on. Lars decorates the pastry with a short crust braid cut from the remainder of the dough. Jetzt packt dich der Ehrgeiz, was? So, was meinst du? Für meinen ersten Pie gar nicht schlecht. That's true. Hey, let's try it out. We have to see the result first. Lars takes the freshly baked pastry with him to the beach. But first, the colleagues have to earn their treat. Okay ist heute herrliche Bedingungen, um hier ein bisschen schwimmen zu gehen. Ne, dass jeder einmal gerettet worden ist und jeder einmal rettet. Dass wir die Leute nicht unter Wasser ziehen, ist wichtig. Wenn irgendjemand Probleme hat, meldet er sich und dann schauen wir mal. Okay. So make sure that he's basically trying to make sure. Let me just. I'm being redundant here. He's keeping them, in high alert. He's just giving them training to make sure that they're still in shape, kind of a thing. Some quick warm-up training for the lifeguards. Yep. Wer möchte Opfer sein? As the volunteer victim heads out into the waves, rescuer Patrick puts on a line. Und erst wenn du Anna sicher hast, du bei ihr bist, sprichst du mit ihr, alles okay, dann machst du das Handzeichen und dann ziehen wir. The other lifeguards should keep the rope out of the water so it's not pulled away by the current. At the same time, every hand is needed to pull the victim out of the water. The helpers also have to take care not to endanger themselves. Good job. Good job. Jeder Tag ist anders hier. Und jeder Tag hat andere Strömung. Das ist ja nie Routine. Ja, gerade dieses Vor-Ort-Training, das nochmal wirklich in echt zu üben, auch wenn es mal kein Ernstfall ist, dass man so ein bisschen Routine reinkriegt, ist schon echt wichtig. After the rescue operation, the participants can finally enjoy a piece of Sylter pie, which Lars baked together with his sister-in-law, Christine. After burning those calories, oh man, that pie is gonna taste good. Was ist das denn für ein Kuchen? Ein Pie. Friesenpie. Riesenpie, ne? Aber den hat jetzt Christine gemacht. Und Christine war gar nicht mit uns schwimmen, obwohl die eigentlich donnerstags immer mit uns schwimmt. Na, dann kriegt sie auch nichts ab vom Kuchen. It seems that Sylter pie is only for those who aren't scared off by the changeable island weather. Tomorrow, the sun might be shining once again, meaning lots of work for Lars on a beach. Wow, this video really brought a lot of smile on me. Great experience, man. This is what I love about reaction is that not only you're forced, I don't want to say forced, but you are, of course, being a reaction channel, you see things for first time and you get these amazing experience right then and there. Amazing, man. Very inspirational, very inspirational. Let me know what you guys think. And anybody from this island or this area, Silk, let me know in the comment section below. Thank you so much for that person that recommended the video. Thank you so much. Meantime, I'll see you in the next one.